So Leute, wie es im Titel schon steht, heute handelt es sich um den GT3 RS. Und wie ihr sehen könnt, ja, der 992 GT3 RS befindet sich bisher noch nicht in der Garage. Der Robert kann schon wieder gar nicht mehr da warten. Nee. Ne? Du bist jeden Tag, dass du mir sagst, wo ist das Auto, wo ist das Auto? Ja, wir haben ja auch dafür gezahlt. Wir können doch noch überhaupt noch nicht fahren. Es ist Winter, ja? Oder meinst du, du Können reißt schon. damit im Winter bei Schnee auf, oder Ja, wie? wenn du wüsstest. Das wäre schon genau deins, oder? Richtig. Aber ich würde sagen, Leute, bevor wir über das Thema 992 GT3 RS und nicht die Probleme, sondern die Schwierigkeiten reden, ich würde mal sagen, wir gehen mal erstmal kurz nach hinten zum 991 GT3 RS. Immer noch ein absolutes Monster. Wir sind im letzten Jahr des Öfteren auf der Rennstrecke damit unterwegs gewesen. Und du merkst immer wieder, obwohl er, ich würde jetzt nicht sagen, in die Jahre gekommen ist, ja, Ein bisschen. aber das Ding ist halt einfach die Allzweckwaffe, ja. Ich bin echt gespannt, 992 GT3 RS, wird das auch wirklich nonstop die ganze Zeit so gut funktionieren? Ich meine, über 12.000 Kilometer haben wir drauf. Ich würde sagen, wir fahren ihn mal kurz raus, oder? Ja, komm. Weil ich meine, den Sound, Robert, du darfst mal nach hinten gehen, geh du erstmal vor mich hin und ich steige dann ein. Weil wir müssen natürlich den Kaltstart, den müssen wir natürlich drauf haben, oder? Jetzt fahre ich da irgendwo noch dagegen. Ja, einen Seitenspiegel vom Black Series hast du gerade schon mitgenommen, aber ist ja nicht so schlimm, oder? Ich bin ja gut gepolstert. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Sehr gut. Das ist halt richtig schön Flat Six Power, schön Natural Aspirated. Allein wenn das Ding Kaltstart macht, wie lang der auch noch hier, ja jetzt hat, wie lang der noch nachläuft, ja, das ist einfach ein purer Genuss. Man muss dir überlegen, 991 GT3 RS ist ja nicht das Facelift, bedeutet der dreht, ich glaube, bis 8,8 oder 8,9, also er dreht nicht genau bis 9000 Touren, aber ich meine einfach von der Power und dem Ganzen, jetzt waren wir hier mal wieder aus, von der Power, es ist immer wieder, ich sag's, das perfekte Auto, ja. Also ich meine, natürlich kannst du ein GT3 RS nicht hier mit dem Black Series vergleichen, einfach allein schon von der Power her, wir haben hier 860 PS, ja. GT3 RS hat 500 PS. Wir haben natürlich auch nochmal deutlich mehr Aero. Aber man muss dazu sagen, hier haben wir wieder einen Turbomotor, ja, und wir sind dann mit Nordschleife gefahren, es ist recht heiß gewesen und du merkst, er nimmt dir dann irgendwann die Leistung ein bisschen weg, ja, das ist dasselbe wie die McLaren, die sind abartig schnell. Und da ist halt einfach hier GT3 RS, wo wir ich habe jetzt gerade drauf geschaut, wir haben genau 13.000 Kilometer drauf, noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Es funktioniert einfach perfekt. Aber jetzt kommen wir zum Thema 992 GT3 RS. Für die Leute, die es verfolgt haben, wir haben ja im letzten Jahr den 992 GT3 RS bestellt. Wir hatten die Möglichkeit über die Scherer-Gruppe bei Porsche Saarland eine Quote für den 992 GT3 RS zu bekommen. Auch hier nochmal ein großes Dankeschön. Und das ist auch jetzt ein ganz wichtiges Thema, denn die Problematik, die Schwierigkeit, die es aktuell mit dem Fahrzeug gibt, hat überhaupt nichts mit dem Händler zu tun. Im Gegenteil, der Händler kümmert sich da extrem gut und hält uns da eigentlich gefühlt jede Woche auf dem aktuellen Status, wie denn
das Ganze weitergeht. Also ich meine, für mich ist es ja überhaupt gar kein Stress, wann das Auto kommt. Ich meine, 991 GT3S, es ist einfach das perfekte Auto, ja. 992 GT3S, ich meine, allein schon dieser riesen Heckflügel beim 992 GT3S und aerodynamisch das Ganze. Ich glaube, das wird schon nochmal definitiv Next Level sein. Nichtsdestotrotz, Robert macht natürlich den Druck, wann das Auto endlich kommt. Ich warte. Und natürlich einige Leute von euch fragen, wann das Fahrzeug kommt. Und ich kann halt einfach leider keine Aussage treffen. Ich kann nur so viel dazu sagen, Leute. Der Plan war damals, dass das Fahrzeug Richtung November kommt. Bedeutet, es wäre einer der allerersten Fahrzeuge gewesen, die ausgeliefert werden. Jetzt ist allerdings das Thema, das Auto wurde mittlerweile schon zum 5. Mal verschoben. Ja? Bedeutet sozusagen von Ende November auf Mitte Dezember, auf Ende Dezember, auf Anfang Januar und dann auf Ende Januar und jetzt wurde er nochmal verschoben. Ja, ist natürlich nicht so geil. Da muss man nochmal ganz ausdrücklich sagen, es hat nichts mit dem Händler zu tun. Ich stelle mir natürlich nur die Frage, wo ich sage, wenn man jetzt sagt, pass auf, das Auto kommt erst in einem halben Jahr, dann ist es ja für mich kein Stress. Aber wenn man alle 2 Wochen sagt, ja da und wieder jetzt da und das Fahrzeug zum 5. Mal verschoben worden ist, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Allerdings habe ich mal ein bisschen nachgehakt und es ist ja eben so, 992 GT3S gibt es ja das sogenannte Weissach-Paket. Witzigerweise ist, also wir haben das, ihr kennt ja die Konfiguration, Leute, aber ich finde das schon krass, wenn ich dann mitbekomme von Kunden, die den neuen 992 GT3S bestellt haben, die gar nicht mehr das Weissach-Paket nehmen können. Also ich meine, hier 991 GT3S, da gab es ja gar nicht das Weissach-Paket, das kam ja erst beim Facelift, also da ist auf jeden Fall schon mal die Problematik weg. Aber 992 GT3S, dass du dann gar nicht mehr die Option hast, das Weissach-Paket hinzuzufügen. Da ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem, denn es wurde gesagt, ja, es ist ein Mangel an Anbauteilen da und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, es ist einer der allerersten Fahrzeuge, dass da schon Mangelware da ist, dann will ich gar nicht wissen, wie sich das bei anderen Kunden, bei den anderen Fahrzeugen nach hinten schiebt. Von daher, ja Leute, ich kann euch wirklich nicht die genaue Auskunft geben, wann das Auto kommen wird, an was es ganz genau liegt. Ja, es kann natürlich auch sein, weil ich habe jetzt gesehen, in Monaco wurde ja noch einer ausgeliefert. Ich glaube, einer wurde in Deutschland ausgeliefert, allerdings ohne Weissach-Paket. Ich habe jetzt schon 2, 3 Fahrzeuge gesehen, die wurden mit Weissach-Paket ausgeliefert. Allerdings hatten die alle Keramikbremse. Hier 991 GT3S hat Stahlbremse. Wir haben beim 992 GT3S auch eine Stahlbremse genommen. Wieso, weshalb, warum, habe ich ja in einem Video schon beantwortet, warum ich mich beim 992 GT3S niemals für eine Keramikbremse entscheiden würde. Und ja, dementsprechend ist es wirklich nur abwarten und hoffen, dass das Auto bald da ist. Aber Robert, ich werde dir trotzdem sagen, wir werden das Auto nicht vor April fahren. Okay. Also ich weiß nicht, ob du damit schon davor fahren willst, wenn er davor kommen sollte. Ja gut, das ist Aber die ich andere meine, Frage. einer muss ihn ja auch anmelden. Anmelden? Ja, Okay, auf mich oder wie? ja klar. Okay. Es sind ja alle Autos auf dich angemeldet. Ja, wenn Das du ist, ja, wüsstest. das ist ja ganz normal, ne? Richtig. Von daher, Leute, nun habt ihr ein Update, wie es beim Porsche 992 GT3S weitergeht. Robert, ich würde sagen, wir machen Schluss. Sollen wir noch einen Soundcheck zum Ende machen? Weil dann wir lassen wir ihn mal kurz jetzt so 10 Minuten laufen, dann machen wir ein bisschen einen Soundcheck, oder? Okay, können wir probieren. Ist das okay für dich? Für mich schon, ja. Okay, dann Peace out, Leute. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da machst du ja eh Cut, ne? Nee. Sehr gut. Warte mal ein bisschen. Ich meine, genau. Wenn das Ganze weitergeht, Cut, dem ich ja gesagt habe, es wird